Ich sitze heute mal wieder vor meinem Laptop, weil ich euch meine aktuelle Skincare-Wishlist zeigen möchte. Und es sind auch hauptsächlich Hautpflegeprodukte aus dem koreanischen Bereich. Ich will einfach mal schauen, aus welchen Gründen ich diese Sachen überhaupt auf meine Wunschliste gepackt habe. Und soweit ich sehe, habe ich einige dieser Sachen sogar schon bestellt, aber dazu werde ich auch gleich nochmal was sagen. Vielleicht schaffe ich es ja, mich auch so ein bisschen aus dem ein oder anderen Produkt wieder rauszureden, was ich aber bezweifle, weil diese ganzen Sachen nicht umsonst auf meiner Wunschliste stehen. Gut, dann legen wir jetzt mal los mit meiner Skincare-Wishlist. Was habe ich denn hier so Schönes dabei? Ich fange mal an mit dem Beauty of Joseon Bubble Toner Green Plum plus AHA und den habe ich mir tatsächlich schon bestellt, weil ich den so unfassbar spannend finde. Und zwar ist das ein Toner, der in so einem Pumpmechanismus daherkommt. Das heißt, man pumpt den sozusagen raus und da kommt wie ein Schaum raus. Also ich vermute mal, dass das der Fall ist. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, aber er ist bereits angekommen. Da ist unter anderem Glykolsäure drin, ich glaube aber nur 3%. Ich schaue mal fix, was hier in der Info steht. Und ich fand einfach diese Form, in der Toner daherkommt, so unfassbar spannend, dass ich den unbedingt auf meine Wunschliste packen musste und den mir auch bereits bestellt habe. Okay, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut und in dem Bubble Toner ist tatsächlich Glykolsäure drin. Es wird angegeben, dass hier 3,23% Glykolsäure enthalten sind. Also wobei hier steht AHA. Ich weiß gar nicht, ob sich das ausschließlich auf die Glykolsäure bezieht, aber ich vermute es mal. Hier sind auch noch einige feuchtigkeitsbindende Bestandteile drin, wie Glycerin und auch das Salz der Pyrrolidon-Carbonsäure. Und das Ganze kommt ohne deklarationspflichtige Duftstoffe und anderweitige Parfümierung aus, was ich echt cool finde. Und wie gesagt, ich finde einfach diese Form des Schaumtoners so spannend und bin schon ganz heiß darauf, diesen Bubble Toner auszuprobieren. Als nächstes habe ich hier tatsächlich diesen Zwiebeltoner auf meiner Wunschliste von Isntree. Ich weiß echt nicht, wie man auf die Idee kommt, einen Zwiebeltoner zu produzieren, aber ich finde das sowas von cool, dass ich den unbedingt auf meine Wunschliste packen musste. Das ist hier wohl mit rotem Zwiebelextrakt oder sowas. Und ich bin so ein riesengroßer Fan von roten Zwiebeln. Ich finde übrigens, dass rote Zwiebeln die besten Zwiebeln sind. Wobei die ja genau genommen gar nicht mal so rot sind, sondern eher violett. Ich finde das einfach so cool. Ich bin ein riesengroßer Fan von Tonern, wie ihr vielleicht wisst. Deshalb musste dieser Toner unbedingt auf meine Wunschliste, aber das Bedürfnis, diesen Zwiebeltoner zu besitzen, ist jetzt noch nicht so groß gewesen, dass ich ihn mir unbedingt bestellen musste. Und ja, mal schauen, wann er denn mal auch wirklich in meinem Einkaufskorb landen wird. Purito hat jetzt auch ein paar neue Sachen rausgebracht, die ich ganz spannend finde. Die haben ja auch dieses Sleeping Pack, glaube ich, umformuliert oder sie haben es nur in eine neue Verpackung reingemacht. Ich weiß es gerade gar nicht. Jedenfalls ist der Purito Dermite Relief Barrier Moisturizer auch auf meiner Wunschliste gelandet, weil ich das einfach so cool finde mit den unterschiedlichen Ceramiden in dieser Creme und ich finde es auch wirklich großartig, dass das Ganze mal in einem Pumpspender daherkommt. Also irgendwie sind hier auf der Stylevana-Seite kaum Inhaltsstoffe angegeben, was ich ein bisschen schade finde. Aber hier steht zumindest, dass hier, wie gesagt, die unterschiedlichsten Formen von Ceramiden enthalten sind. Und ja, diese Inhaltsstoffe können barrierestärkend wirken. Das Ganze kommt auch ohne deklarationspflichtige Duftstoffe und anderweitige Parfümierung aus. Und da ich Purito einfach als Marke auch so cool finde und deren Produkte wirklich großartig finde, musste dieser Moisturizer unbedingt auf meine Wunschliste. Die Kombucha Tea Essence habe ich mir auch schon bestellt. Eigentlich kann ich die Sachen ja dann direkt wieder von meiner Wunschliste runterhauen. Und hier hat mich tatsächlich am meisten die Optik angesprochen. Also von den Inhaltsstoffen ist das Produkt auch nicht verkehrt. Aber das ist so dermaßen ansehnlich, wie diese zwei Phasen hier zur Geltung kommen. Oben ist die ölige Phase und unten ist diese braune, wässrige Phase. Und ich bin schon dermaßen hyped auf diesen Toner. Ich kann es kaum abwarten, ihn auszuprobieren.
Das Mary & May Serum habe ich wegen der Formulierung auf meine Wunschliste gesetzt. Da ist nämlich Blaubeer- und Johannisbeerextrakt drin. Und das sind einfach 2 Beerenextrakte, die antioxidativ wirken können. Und das stelle ich mir vor allem im Sommer richtig, richtig cool vor. Aber das ist jetzt auch kein Produkt, was ich ganz unbedingt haben muss, sprich ich werde warten, bis ich 1 oder 2 Serien aufgebraucht habe und dann werde ich mir das eventuell bestellen. Die Round Lab Sun Cream hätte ich mir letztens fast bestellt, aber ich konnte gerade so widerstehen, weil ich ja auch die hier von B-Plane da habe. Die kann eigentlich auch wieder von der Wunschliste runter, weil meine liebe Freundin Isa sie für mich ausgesucht hat, als ich eben ein Video geplant habe, wo ich Skincare benutze, die eine Freundin für mich ausgesucht hat, und deswegen kann ich die B-Plane Sonnencreme eigentlich direkt wieder von der Wunschliste entfernen. Ich kann die Sonnencreme auch übrigens sehr empfehlen und die ist von der Formulierung auch der Round Lab Sonnencreme relativ ähnlich. Also es würde mich nicht wundern, wenn beide auch ähnlich performen, aber nichtsdestotrotz würde ich gern die Sonnencreme von Round Lab ausprobieren. Die steht definitiv auf meiner Wunschliste und ich muss mal schauen, vielleicht wenn ich die ein oder andere Sonnencreme aufgebraucht habe, werde ich sie mir bestellen oder ich bestelle sie mir mal für einen Sonnencreme-Vergleich. Mal schauen, ich bin mir noch etwas unschlüssig, aber von der Formulierung ist die Round Lab Sonnencreme wirklich großartig und ja, die von B-Plane, die entferne ich mal fix von meiner Wunschliste. Diese Sonnencreme von Benton habe ich mir tatsächlich auch schon bestellt, damit ich sie mit meinen anderen Lieblingssonnencremes vergleichen kann. Dazu gehört ja das Isntree Hyaluronic Acid Sun Gel, dann die Beauty of Joseon Sonnencreme und auch die von B-Plane. Das ist sozusagen meine heilige Dreifaltigkeit an Sonnencremes und mit denen muss sich dann auch die Sonnencreme von Benton messen. Jemand hat mir auch unter meinem Sonnencreme Ranking-Video, glaube ich, geschrieben oder hat mir jemand eine PN geschrieben. Ich bin mir gerade unsicher. Jedenfalls wollten auch einige Leute, dass ich diese Sonnencreme von Benton ausprobiere und ja, ich konnte einfach nicht widerstehen, weil ich selbst sehr, sehr interessiert an dieser Sonnencreme war. Die Purito Gelcreme mit Hafer ist definitiv so ein Produkt, bei dem es mir extrem in den Fingern juckt, es zu bestellen, weil ich einfach die Idee einer Gelcreme, vor allem jetzt im Sommer, richtig, richtig toll und irgendwie total angenehm finde, auch wenn ich das Toner-Layering aktuell bevorzuge. Aber Hafer ist sowieso so ein geiler Inhaltsstoff und ja, wird auch übrigens Teil meines neuen Produkts sein. Es ist so ein kleiner Sneak Peek gerade, weil ich hoffe, dass ich es eventuell nächstes Jahr launchen kann. Das ist ja nun seit ein paar Jahren in der Entwicklung und mittlerweile bin ich so happy, dass ich sagen würde, nächstes Jahr kommt der Launch meines neuen Gesichtsfluids und da wird auch ein haferiger Rohstoff mit drin sein, weil ich diesen Inhaltsstoff einfach so großartig finde und weil er wunderbar beruhigend auf die Haut wirken kann. Also hier, ich würde mir diese Gelcreme ja gerne mal bestellen, aber ich versuche mal zu widerstehen. Die Etude House Emulsion ist auf meiner Wunschliste, weil ich sie mir sehr, sehr angenehm auf der Haut vorstelle. Also ich denke, dass das so ein schönes, wässrig, leichtes Produkt ist mit einem ganz, ganz dezenten Pflegeeffekt. Und die ist auch gar nicht mal so verkehrt formuliert. Da ist unter anderem Panthenol enthalten. Es sind Bestandteile vom Tigergras drin, die beruhigend auf die Haut wirken können. Und sie ist komplett unparfümiert. Also für mich persönlich klingt das nach einem interessanten Produkt, was ich auf jeden Fall mal in Zukunft ausprobieren möchte. Und zu guter Letzt, wie soll es auch anders sein, ist ein weiterer Toner auf meiner Wunschliste gelandet. Und zwar ist es das Cera Cream Mist von The Lab. Und da finde ich es besonders spannend, dass das Ganze mit einem Sprühkopf daherkommt, was man bei koreanischer Hautpflege relativ selten sieht. Klar ist immer die Frage, wie gut der Sprühkopf ist, aber ich würde das dennoch sehr, sehr gern ausprobieren. Außerdem ist das so ein milchiger Toner und sowas habe ich noch gar nicht bei mir in meiner Hautpflegesammlung. Also das ist definitiv eins dieser Produkte, das ich einfach wahnsinnig gerne testen würde, weil ich extrem neugierig darauf bin. Außerdem sind da unterschiedlichste Formen der Ceramide enthalten, die barrierestärkend wirken können. Und ja, deshalb werde ich das sicherlich in Zukunft mal ausprobieren. Das
das war's schon mit meiner aktuellen Skincare-Wishlist. Falls ihr eines der Produkte kennen solltet oder sogar ausprobiert habt, dann schreibt's bitte in die Kommentare und teilt eure Erfahrungen. Und ansonsten hoffe ich natürlich sehr, dass euch das Video genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.